So, angekommen in Indonesien, ganz schön geschafft, aber alles dabei. Meine Campingausrüstung, mein Bett, damit ich auch im ID.Buzz campen kann. Und jetzt treffe ich den Indra, denn der nimmt mich mit nach Jogja zum größten VW-Fest Indonesiens. Indra, good to see you. Welcome to Indonesia. Thank you. So, I brought a lot of stuff that I can sleep in the bus. All right. So, let's go. Perfect. Let's go. Als wir bei Volkswagen Indonesien ankamen, war es wirklich ein total herzlicher Empfang. Und sie kannten alle die Bulli Love Stories. Das hat mich natürlich gefreut. Und als ich dann natürlich noch einen ID.Buzz bekommen habe, das war Wahnsinn. Dass der wirklich auch noch beklebt ist, wie meiner zu Hause. Also wirklich mit der Karte, mit allen Ländern drauf. Aktueller als es auf meinem ist. Das war wirklich ein Wahnsinnsmoment. Okay, Christian. I wish you a very successful trip. Thank you so much. Have a good trip. Have a good time. I bring it back to you, maybe. Or I stay in Indonesia. Stay in Indonesia. We'd love to have you here as a permanent resident. Thanks for everything and Okay. yeah, take care. Bye-bye. Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil man hat mich gewarnt und mich gefragt, willst du wirklich fahren? Und natürlich möchte ich wirklich fahren. Und bin schon gespannt, ob der Verkehr wirklich so wuselig ist, wie sie alle gesagt haben. Und irgendwann hieß es dann per Funk, ich wäre jetzt perfekt in Indonesien angekommen und wäre ein Indonesian Driver. Das war schon eine sehr schöne Geste. I go backwards. Okay. Okay. Ah, er kennt sich aus. Was hier mit den Rollern beängstigend aussieht, ist in Wahrheit ein chaotisches System, bei dem jeder aber auf den anderen achtet. So, jetzt sind wir am ersten Ladestopp angekommen. CCS, 100 kW Schnelllader. Über die App starte ich das Ganze eigentlich wie in Europa. Du kannst laden und du kannst auch schnell laden. Das heißt, wir haben einen Ladestopp auf der gesamten Strecke gemacht und das fand ich schon ziemlich cool. Also beim Ankommen war ein großes Hallo. Also man hat uns ehrlicherweise doch erwartet. Wir haben uns darüber sehr, sehr gefreut und man hat uns rumgeführt, obwohl noch alles am Aufbauen war, es noch sehr wuselig war. Aber schon bei dem ersten Gang übers Gelände hat man gemerkt, dieses Festival ist was Besonderes. So, wir bekommen vorab einen kleinen Einblick. Sie feiern auch hier 75 Jahre VW-Bus und sie haben eine ganze Halle umgebaut, wo die Ausstellung ist und die Architektur ist irre und die Autos auch und morgen seht ihr mehr. Guten Morgen, Jogja. Bei den Bulli Love Stories schlafe ich immer im Auto. Über See geht das nur mit einer aufblasbaren Küche und einem aufblasbaren Bett. Und bis auf die Mücke heute Nacht war es auch eine wirklich tolle Nacht. Ihr hört, es trubelt schon wieder um uns herum und wir gehen jetzt weiter aufs Festival. Jetzt endlich ist es soweit. Jogja Festival 2025 und ich darf rumgehen und ich bin wirklich aufgeregt. Das ganze Festival hat gerade schon mit einer Parade begonnen, wo alle Clubs ihre Clubfahnen getragen haben und ich nehme euch jetzt mit auf das größte Festival Indonesiens. Ja, und dann sind wir halt rumgegangen und es war wirklich die gesamte Bandbreite. Vom Sparkäfer bis zum High-End-Bus war alles da. Und das Rennen ist hier natürlich auch noch eine Geschichte. Die machen Dragster Races wie in Deutschland auch, Viertelmeile. Und eine Kiste hat es mir dabei besonders angetan, dieser ultraleicht Käfer. Und wir konnten den Besitzer überzeugen, den Motor mal anzuschmeißen. Und da war gleich ein Menschenauflauf sondergleichen. Ihr hört, ich höre hier nichts mehr. Aber es klingt super geil. Unglaublich, unglaublich. Sie haben es gemacht, mitten in der Halle den Motor an, in Deutschland undenkbar. Boah. Jetzt bin ich ganz schön geschafft, denn es ist echt viel zu sehen. Und jetzt gibt es erstmal ein indonesisches Mittagessen. Sogar der Reis ist scharf. Dann wurde ich gebeten, tatsächlich ein Best Pick zu machen, was
ich am schönsten finde. Welchen Wagen ich am schönsten finde, das fällt mir persönlich schwer, weil mir geht es immer nicht nur ums Auto, sondern auch um die Menschen drumherum. Und da habe ich jemanden gefunden, der ein Feuerwehrauto mit deutscher Beschriftung hat, obwohl es nur in Indonesien gefahren ist. Aber die Geschichte hat mir am meisten gefallen und deswegen war das mein Award vom Festival. Also mich haben die Indonesier wirklich beeindruckt, weil es eine Herzlichkeit ist, die nicht aufgesetzt ist, die einfach untereinander auch da ist, eine Relaxedheit, ein Miteinander, davon können wir Europäer ganz schön viel lernen. So fasziniert wie ich von Ihnen bin, sind Sie von uns fasziniert und es war ein toller Austausch in der Pressekonferenz, in den Talks. Es hat einfach Spaß gemacht, sich gegenseitig zu ergänzen und auszutauschen. Also die Eröffnungsfeier fand tatsächlich erst am Abend statt, aufgrund der Temperaturen, aber die hat es in sich gehabt. Denn man integriert die ganzen Landeskultursachen. Wir hatten Tänze, wir hatten eine riesen LED-Wand, anschließend eine Wahnsinnsparty. Also feiern können Sie wirklich. Ja, also hier ist VW wirklich bei den Fans komplett im Blut drin. Also auch wenn es gar nicht so eine lange Tradition hier hat mit den VWs, die lieben und leben das, wie in Europa auch. Und manchmal vielleicht sogar noch ein bisschen drüber.